Seit der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft steht der Golfstaat Katar am Pranger. Wanderarbeiter werden ausgebeutet. Internationale Firmen verstoßen gegen Menschenrechte. Das ist moderne Sklaverei, Zwangsarbeit im reichsten Land der Welt. Wir wollen keine Fußballspiele feiern in Stadien, die auf Ausbeutung gebaut sind. Niemand von uns könnte damit leben. Katar gilt als besonders drastisches Beispiel für das Geschäft mit 215 Millionen Wanderarbeitern weltweit. Die Leute glauben, sie kommen zu einer guten Firma. Alles würde für sie organisiert. Sie fangen an zu träumen, aber am Ende zahlen sie drauf. Wie reagiert Katar auf die Vorwürfe? Welche Rolle spielt die FIFA? Warum schuften so viele Menschen in der Fremde? Niemand will seine Familie verlassen, aber wir haben keine Wahl. Wenn du an deine Familie denkst, an die Zukunft deiner Kinder, dann musst du gehen, auch wenn es hart ist. Noch immer räumen sie im Dörfchen Pangretar den Schutt weg. Mehr als ein Jahr liegt das große Erdbeben in Nepal zurück. Das Haus der Familie Shrestha ist seither einsturzgefährdet. Jetzt reißen sie es ab. Keshari Maya Shrestha muss mit anpacken. Ihr Mann hat im Ausland gearbeitet. Dort in Katar ist er gestorben. Ein Arbeitsunfall. Statt Geld hat er ihr und den 4 Kindern Schulden hinterlassen. Ich weiß bis heute nicht, woran mein Mann gestorben ist. Niemand hat es mir gesagt, weder in Katar noch in Nepal. Das jüngste meiner Mädchen war damals 1 Jahr alt. Ich wollte nicht, dass mein Mann ins Ausland geht, aber hier hat er keine Arbeit gefunden. Wir hatten keine Wahl, er musste nach Katar. Ihr Mann hatte 1.200 € Schulden aufgenommen, um die Gebühren für die Reise nach Katar bezahlen zu können. Ein Vermögen in Nepal. Aus dem Traum vom kleinen Wohlstand wurde der Kampf gegen die Armut. Ein paar Fotos sind ihr geblieben. Keshari Maya Shrestha arbeitet auf dem Hof und verkauft ein wenig Milch. Eine Entschädigung hat sie nicht bekommen, auch keine Witwenrente. Weder von der Firma, die ihren Mann beschäftigte, noch vom katarischen oder nepalesischen Staat. Die Region Sindhupalchok ist eine der ärmsten in Nepal. Die meisten Einwohner leben von der Landwirtschaft. Doch die wirft kaum etwas ab. Immer mehr Menschen ziehen weg. Viele suchen Arbeit im Ausland, weil es in Nepal zu wenig gibt. Hier war das Epizentrum des Bebens. Es hat 80% aller Häuser zerstört. Viele leben noch immer in provisorischen Wellblechhütten. Yasoda Kaki etwa, die Mutter von 2 kleinen Söhnen. Auch ihr Mann hat 2 Jahre am Persischen Golf gearbeitet. Jetzt sitzt er in Saudi-Arabien im Gefängnis. Ich habe von der Verhaftung nie offiziell erfahren. Ein Bekannter, der meinem Mann die Arbeit vermittelte, hat mir erzählt, dass er vor einem halben Jahr verhaftet worden ist, weil er im Streit einen Arbeitskollegen umgebracht haben soll. Ich kann es nicht glauben, er ist immer so friedfertig gewesen. Die ersten 3 Monate hat er noch Geld geschickt. Jetzt muss ich die Kinder allein versorgen. Ihrem 7-jährigen Sohn hat sie die Wahrheit bis heute nicht gesagt. Er glaubt seinen Vater bei der Arbeit, in einem Land weit weg. Ihre Nachbarn haben den Sohn verloren. Vor 4 Monaten ist er in Saudi-Arabien gestorben. Damba Kaki und ihr Mann Ram Bahadur haben noch nicht einmal seinen Leichnam zurückbekommen. Übers Internet haben sie erfahren, dass ihr Sohn tot ist.
Freunde von ihm haben es über Facebook gepostet. Einen Tag vorher haben wir noch mit Dipendra telefoniert. Wir waren so schockiert, dass wir gar nicht mehr reden konnten. Noch immer wissen sie nichts über sein Schicksal. Sie wollen wenigstens seinen Körper zurück. Darauf warten sie seit 4 Monaten. Dipendras Bruder Namras will deshalb nach Kathmandu reisen, um endlich mehr zu erfahren. Vieh und Mensch leben hier unter einem Dach, wärmen sich gegenseitig. Im Januar ist es kalt in der Nacht. Ein kleines Dorf in Sindhupal-Chowk. 3 Männer fehlen. 2 sind gestorben am Golf. Einer sitzt im Gefängnis. Damba Kaki hofft, dass ihr die Saudis wenigstens den Leichnam ihres Sohnes schicken. Mittagshitze in Katars Hauptstadt Doha. Auf hunderten Baustellen schuften Arbeiter aus Asien. 1,7 Millionen Migranten arbeiten für den Luxus des winzigen Golfstaates. Rund 1,5 Million Arbeiter stammt aus Nepal. Doch hier in Katar sprechen nur sehr wenige mit uns Journalisten. Die Angst ist zu groß. Auch Gewerkschaften sind für Ausländer verboten. Wer sie trotzdem organisiert, tut dies heimlich, wie Arjun, der in Wirklichkeit anders heißt. In Nepal fangen die Leute an zu träumen. Sie glauben, sie kommen zu einer guten Firma, die sie ordentlich unterbringt. Die Arbeiter denken, ich verdiene dort sehr viel, jeden Monat kann ich was sparen und dann werde ich ein reicher Mann zu Hause. Aber wenn die Leute hier in Katar ankommen, stimmt nichts davon. Der Lohn ist niedrig, alles ist anders. Zum Beispiel die Unterkunft. Viele Firmen bringen ihre Arbeiter in Gebäuden wie diesen unter. Eng, dreckig und laut. Denn Tag und Nacht dröhnen die Generatoren für die Stromerzeugung. Wer hier wohnt, arbeitet nicht für sich, sondern für die Familie in der Ferne. Dorthin schicken Arbeiter den größten Teil des Lohnes. Die Regierungen von Nepal und Katar haben festgelegt, der Mindestlohn beträgt 900 Rial, also 215 € plus Essensgeld. Soweit die Theorie. Doch wenn die Arbeiter in Katar ankommen, verdienen viele plötzlich sehr viel weniger, erzählt Arjun. Auch die Arbeitszeiten sind länger als versprochen. Die meisten Arbeiter machen Überstunden, 2 bis 3 am Tag, oft unbezahlt. Und viele sind weit entfernt von der Baustelle untergebracht. Nach 11 Stunden Arbeit müssen sie noch auf den Bus warten, der sie zum Quartier bringt. Der kommt erst, wenn auch die neue Schicht kommt. Und Wartezeit wird nicht bezahlt. Genauso wenig wie die Fahrt. Die kann bis zu 2 Stunden dauern. Denn die Unterkunft ist in der Regel dort, wo Grund und Boden noch bezahlbar sind. In der Wüste, weit außerhalb der Stadt. Jede Aktivität jenseits der Arbeit oder am Wochenende ist schwierig. Bus, Baustelle, Camp. Das ist das Leben sehr vieler Bauarbeiter in Katar. Der internationale Gewerkschaftsbund ITUC in Brüssel hat mehrere Berichte zu Katar veröffentlicht. Generalsekretärin Sharon Burrow kritisiert seit Jahren die Zustände in dem Golfstaat. Dies ist ein Sklavenstaat. Arbeiter haben keine Kontrolle über ihr Leben. Viele verdienen weniger als die Hälfte des versprochenen Lohnes und sind gezwungen, unter ärmlichen Bedingungen zu leben. Amnesty International hat das dokumentiert und Arbeiter befragt. Im März 2016 erschien der Bericht dazu. Der Herausgeber selbst hat ihn auf einer UN-Konferenz in Katar vorgestellt.
Am Abend vor seiner Rückreise treffen wir Mustafa Kadri in der Hauptstadt Doha. Die Arbeiter, mit denen ich gesprochen habe, haben das Gras gepflanzt, auf dem Bayern München gespielt hat. Arbeiter, die zu 14 in einem Zimmer leben, denen der Pass abgenommen wurde und die $4.300 bezahlt haben für einen Job von $120 im Monat. Seit Katar den Zuschlag für die Fußball-WM 2022 erhalten hat, steigt die Zahl der ausländischen Arbeiter im Land und plötzlich interessiert sich die ganze Welt für deren Arbeitsbedingungen. Etwa am Khalifa-Stadion, das für die WM komplett umgebaut wird. Hier hat Amnesty International Missstände aufgedeckt. Falsche Lohnversprechen, verspätete Auszahlung, schlechte Unterkünfte. Für ITUC trägt die FIFA eine Mitschuld. Katar will die WM veranstalten. Daran besteht kein Zweifel. Also, was hindert die FIFA daran zu sagen, wir vergeben ein solches Privileg nur an Staaten, in denen internationales Recht respektiert wird? Die FIFA hat auf Fragen wie diese 5 Jahre lang geschwiegen. Sie hat Katar nicht zu Reformen gezwungen und hat auch nicht gehandelt, als Menschenrechtler gefordert haben, Katar die WM zu entziehen. Erst seit diesem Jahr bewegt sich die FIFA. Natürlich kümmern wir uns auch um Menschenrechte und um die Sache der Arbeiter. Deshalb haben wir eine Kontrollinstanz eingerichtet, die die Situation begutachten, überwachen und auf offene und transparente Weise darüber berichten wird. Denn wir nehmen diese Dinge ernst. Aber diese Dinge werden nicht durch Streit oder Drohungen gelöst, sondern im Dialog und durch Überzeugung. Die FIFA verspricht Kontrollen in Katar. Aber frühestens 2026 wird die WM-Vergabe an die Einhaltung der Menschenrechte gebunden sein. Den Arbeitern in Katar hilft das wenig. Die FIFA ist zum großen Teil verantwortlich für die Fälle, die ich dokumentiert habe. Aber eigentlich hat die katarische Regierung die Pflicht, die Rechte der Arbeitsmigranten zu schützen. Das ist eine Krise. Wir haben 1,7 Millionen Arbeitsmigranten in Katar und es werden mehr als 2 Millionen. Das Amt für Auslandsbeschäftigung in Kathmandu. 2000 Wanderarbeiter am Tag fragen hier nach einer Arbeitsgenehmigung fürs Ausland. Viele müssen erst einmal einen Pass beantragen. Dann das Anforderungsschreiben der ausländischen Firma vorlegen. Danach gibt es eine vorläufige Genehmigung vom Amt. Erst dann folgt das Bewerbungsgespräch. Wer noch einen Gesundheitstest gemacht, Versicherung, Steuern und Gebühren bezahlt hat, der bekommt die endgültige Genehmigung, die ersehnte Klebemarke in den Pass. Im Durchschnitt sind da seit dem Antrag 3 Monate vergangen und Hunderte von Dollars bezahlt. Die meisten Bewerber haben sich dafür verschuldet. Auch Ramkaji Basnet. Er hat gerade seine Aufenthaltsgenehmigung für Katar bekommen. Für seinen Job als Dienstbote wurden ihm $4.300 im Jahr versprochen. Jetzt hat er aber erst mal $1.000 Schulden. Ich bin nicht zufrieden. Ich gehe, weil meine Familie arm ist. Deshalb muss ich dort arbeiten. Das heißt, Sie müssen gehen, aber wollen gar nicht? Ja, das sind meine familiären Probleme. Wir haben einfach kein Geld. Binod Gimire hat schon insgesamt 10 Jahre in Katar gearbeitet. Jetzt braucht er eine neue Genehmigung. Ja, es ist wegen der Wirtschaftskrise hier. Wir können hier schon auch Arbeit bekommen, aber der Lohn reicht nicht. Also gehen wir ins Ausland, um unsere Familien ernähren zu können. Niemand will seine Familie verlassen, aber wir haben keine Wahl. Wenn du an deine Familie denkst, an die Zukunft deiner Kinder, dann musst du gehen, auch wenn es hart ist. Das weiß auch der Chef des Amtes. Und so muss er sie ziehen lassen. 4,5 Millionen Nepalesen arbeiten offiziell im Ausland. Er selbst schätzt die Zahl mindestens doppelt so hoch. Das ist mehr als die Hälfte der arbeitsfähigen Bevölkerung. Wir hatten ja die Katastrophe hier, das große Erdbeben.
Deshalb schulen wir jetzt die Leute, dass sie hier Arbeit finden und nicht ins Ausland gehen. Wir geben ihnen sogar ein Startkapital. Aber uns fehlen die Mittel und deshalb können wir nur wenige beschäftigen. Also lassen wir sie eben ins Ausland gehen. Das Land kann seine Einwohner nicht halten. Es steckt in einem Teufelskreis. Wenig Infrastruktur, kaum Industrie. Die Menschen finden keine Jobs, also suchen sie sich Arbeit im Ausland. Dadurch fehlen sie für die Entwicklung im eigenen Land. Das Durchschnittseinkommen liegt unter 700 € im Jahr. Die Hälfte der Nepalesen kann weder lesen noch schreiben. Nepal zählt zu den korruptesten Staaten der Welt. Bestechlichkeit und Vetternwirtschaft grassieren. Das schreckt Investoren ab und verschärft die wirtschaftlichen Probleme. Das Land muss seine Energie fast komplett importieren. Täglich wird der Strom für mehrere Stunden abgeschaltet. Nach dem Erdbeben vom April 2015 hat sich die Lage noch verschärft. In Kathmandu bleiben die Touristen weg. Dadurch fehlt das Geld, um die historischen Tempelanlagen, UNESCO-Weltkulturerbe, zu reparieren. Für den Wiederaufbau fehlen auch die Leute. Denn die zieht es weg. Die meisten nutzen dazu die Hilfe professioneller Vermittler. Ein Millionengeschäft. Wenige sind so seriös wie Blue Sky, eine der rund 750 staatlich kontrollierten Agenturen. Hier lassen sich die Anzeigen studieren, mit denen ausländische Firmen in nepalesischen Zeitungen werben. Wer für die Dienste einer Rekrutierungsagentur bezahlt, der hat Anspruch auf einen Arbeitsvertrag, in dem die Art der Arbeit festgelegt ist und die Höhe des Lohns. Die Agentur schließt eine Lebensversicherung für ihn ab. So ist es wenigstens in der Theorie. Prem Bahadur Katuwai weiß, dass es in der Praxis meist anders läuft. Dass private Vermittler die Bewerber in ihren Dörfern ködern und über den Tisch ziehen. Er arbeitet selbst mit privaten Vermittlern und hat Mühe, sie zu kontrollieren. Was sie ohne unser Wissen machen, sie nehmen mehr Geld vom Bewerber. Wenn die Bewerber zu uns kommen, fragen wir sie danach. Und sie sagen, nein, nein, keine Gebühr, wir haben nichts bezahlt. Aber wenn sie ihr Reiseziel erreicht haben, dann fangen sie an zu reden. Ich bekomme ja Rückmeldungen von den Firmen. Ich reise selbst oft in die Länder, trage viele Details zusammen. Und wenn ich zurückkomme, rufe ich meine Vermittler zusammen und sage ihnen, sie müssen das zu viel bezahlte Geld an die Familien zurückgeben. Katuwai ist die Ausnahme. Er fordert deshalb, dass der Staat die Vermittler genauso überwacht wie die Agenturen. Bisher sind sie jeder Kontrolle entzogen. Nicht einmal ihre Zahl ist bekannt. Häufig fordern sie von den Bewerbern Gebühren von mehreren tausend €. Und viele Bewerber erfahren erst im Ausland, dass die Arbeit eine andere ist als die versprochene und schlechter bezahlt. Die Rechtsanwälte Jaimangal Prasad und Vijay Jaiswal setzen sich für die Rechte der Wanderarbeiter ein, ehrenamtlich. Sie arbeiten eng mit der nepalesischen Sektion von Amnesty International zusammen. Die Menschenrechtsorganisation fordert schon lange, dass auch die Vermittler staatlich kontrolliert werden und dass Nepal endlich die UN-Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeiter unterschreibt. Die Regierung behauptet, sie sei aktiv geworden gegen einige der Vermittler und Rekrutierer. Aber nach den Untersuchungen von Amnesty International gab es keinen einzigen Vermittler, gegen den man vorgegangen ist, wegen Verstoßes gegen das Beschäftigungsgesetz. Das bedeutet, dass Vermittler und Rekrutierungsagentur vollkommen ungestraft handeln.
and the recruiter were working with full impunity. Es gibt so viele private Vermittler. Ich weiß nicht, wer diese Leute sind. Auch die Agenturen geben keine Informationen an die Regierung, denn sie profitieren auch von dem System. Das sind die geheimen Strukturen der Agenturen. Und es gibt auch Stellen innerhalb der Regierung, die mit den Agenturen gemeinsame Sache machen. Also mitkassieren. Manches hat sich inzwischen verbessert in Nepal. Ein Wohlfahrtsfonds wurde eingerichtet. Von der Regierung verordnete Orientierungskurse informieren über die Vorschriften und Konventionen im Zielland. Aber das Hauptproblem bleibt. Die Arbeiter werden monatelang schuften, nur um Kredite zurückzuzahlen. Denn schon die durchschnittliche Vermittlungsgebühr beträgt rund 700 €, ein nepalesisches Jahreseinkommen. Private Vermittler verlangen oft ein Vielfaches. Wer mit so hohen Schulden anfängt, muss jeden Job im Ausland annehmen. Auch unter Bedingungen von Zwangsarbeit. Damba Bahadur Rai ist seit 3 Jahren in Katar. Er stammt aus Ilam, einer Teeregion im äußersten Osten Nepals. Für den Vertrag als Taxifahrer in Doha hat er 90.000 nepalesische Rupien an eine Agentur gezahlt. Das sind gut 740 €. Rai wollte eigentlich Lehrer werden. Als ich die 10. Klasse bestanden hatte, ist mein Vater gestorben. Ich konnte also das College nicht zu Ende machen. Ich musste meine Mutter unterstützen und meinen Geschwistern ein Studium finanzieren. Ich habe dann beschlossen, ins Ausland zu gehen. Viele Nepalesen sind gegangen, um ihren Familien zu helfen. Ihnen habe ich mich angeschlossen. Für den ersten Auslandsvertrag hat er sich Geld geliehen. 700 €, für die ein Nachbar 24% Zinsen verlangte. Wieder ging das Geld an eine Agentur, die es eigentlich gar nicht hätte kassieren dürfen. Erlaubt sind maximal 90 € Gebühren. Das ist leider das Problem in Nepal. Die Agentur nimmt überhöhte Gebühren und stellt dann eine Quittung aus, auf der nur 90 € stehen. Viele machen das so. Die Regierung schafft es nicht, das zu überwachen. Damba arbeitet 11 Stunden am Tag für umgerechnet 480 € monatlich. Manchmal leistet er sich ein nepalesisches Essen gegen das Heimweh. Wir sind hier alle ähnlich, die gleiche Mentalität. Wir tauschen unsere Geschichten aus. Es ist wie zu Hause. Zu Hause ist Nepal. Die Heimat, für die die Arbeiter hier jeden Cent sparen. Ich gebe möglichst wenig Geld aus, kaufe nichts, was ich nicht wirklich brauche. Rai schickt 90% seines Lohns nach Nepal. Er kam ohne Schulden nach Katar, denn er hatte vorher schon im Ausland gearbeitet und so die überhöhte Vermittlungsgebühr zusammengespart. Eine Gebühr, die eigentlich illegal ist, sagt auch der heimliche Gewerkschafter Arjun. Die Arbeitgeber schicken kostenlos Visum und Ticket nach Nepal. Aber die Rekrutierungsagentur verlangt von den Arbeitern Geld. Manche nehmen 700 € und stellen dann eine Quittung aus über 90 €. Dabei müssten Arbeiter laut Gesetz für Ticket und Visum nichts zahlen. Darauf haben sich die Regierungen von Nepal und Katar verständigt. Aber nur 5% der Agenturen respektieren das. 95% sind schlecht. Sehr schlecht. Der deutsche Baukonzern Hochtief ist seit vielen Jahren in Katar tätig. Er stellt für seine Projekte auch Arbeiter aus Asien ein, und zwar zu möglichst fairen Bedingungen.
Erst neulich wieder waren 2 Mitarbeiter von uns unterwegs in Indien, in Nepal, in Thailand, haben dort Rekrutierungsfirmen aufgesucht und die darauf verpflichtet, unsere Standards einzuhalten. Das bedeutet in dem Zusammenhang jetzt insbesondere, dass die Firmen sich dazu verpflichten, von den einzustellenden Arbeitern kein Geld anzunehmen, weil wir es klar gemacht haben, sämtliche Rekrutierungsgebühren werden von uns bezahlt. 2009 hat Hochtief in Doha ein riesiges Bauprojekt ausgeführt, die Bawa Commercial Avenue. Der Konzern bemüht sich, seine ethischen Standards einzuhalten. Nur am Kafala-System scheitert er. Kafala bedeutet, der Staat gibt die Kontrolle über die Arbeitsmigranten in die Hände privater Firmen. Jeder Ausländer, der in Katar arbeiten will, braucht einen sogenannten Kafil, einen Einheimischen, der für ihn bürgt. Diese Abhängigkeit schlägt oft in Ausbeutung um. Deshalb lehnt der Internationale Gewerkschaftsbund das Kafala-System ab. Kafala bezeichnet einfach die Versklavung von Arbeitern. Du gehörst einem anderen Menschen. Er bestimmt alles, was du tust. Den Arbeitsvertrag, die Lebensbedingungen, die Bewegungsfreiheit, das Essen, die Arbeitsbedingungen. Viele Stunden in extremer Hitze, oft 6 oder sogar 7 Tage die Woche. Und wenn dir das zu viel wird und du kündigen willst, kannst du den Job nicht wechseln und noch nicht einmal das Land verlassen, ohne die Erlaubnis des Arbeitgebers. Das ist Kafala, moderne Sklaverei. Teile dieses Bürgschaftssystems geben Arbeitgebern eine unglaubliche Macht über ihre Arbeiter. Sie können die Arbeiter einschüchtern, wenn die sich beschweren oder kündigen wollen. Das muss sich ändern, sagt nicht nur Amnesty International. Inzwischen haben auch führende Regierungsmitglieder in Katar das Problem erkannt. Durch das Kafala-System übernimmt der Arbeitgeber Aufgaben, die andernorts staatliche Behörden erledigen. Er allein ist verantwortlich für die Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis seiner ausländischen Mitarbeiter. Hochtief versucht, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Das ist bei uns so geregelt, dass wir grundsätzlich die Erlaubnis geben, dass ein Mitarbeiter zu einem anderen Arbeitgeber wechseln darf. Wir wissen, dass das von anderen Arbeitgebern durchaus restriktiver gehandhabt wird. Ein derartiges Verfahren würde aber nicht unseren ethischen Grundsätzen entsprechen. Andere Arbeitgeber nehmen ihren Arbeitern die Pässe ab. Dadurch dürfen sie das Land nicht mehr verlassen. Und wenn ihr Aufenthalt abläuft, können sie im Gefängnis landen. Den Pass einzuziehen ist illegal, doch das wissen viele Migranten nicht. Und Gewerkschaften, die sie unterstützen könnten, sind verboten oder arbeiten im Verborgenen. Wir kämpfen für die Rechte der Arbeiter. Wenn jemand zurückgeht nach Nepal, ist er aufgeschmissen. Wie soll er seinen Lohn bekommen? Das ist das Problem. Deshalb kämpfen wir. Aber wir dürfen nicht legal agieren. Dabei verletzen wir keine katarischen Gesetze. Es ist keine Bedrohung, Arbeitern in Ländern wie Katar das Recht zu geben, sich zusammenzuschließen. Im Gegenteil, es ist eine Möglichkeit zu zeigen, wie man gute Arbeitsbedingungen schafft und sicherstellt, dass jeder Mensch eine Würde hat. Und das Recht, ausbeuterische Verhältnisse anzuprangern. Die renommierte US-amerikanische Georgetown University hat in Katars Hauptstadt Doha eine Zweigstelle. Hier forscht und lehrt Sarah Baba. Sie beschäftigt sich auch mit der Rolle der Staaten, aus denen die Arbeitsmigranten stammen.
Die Herkunftsländer sind in der Pflicht. Das erlebe ich in meiner eigenen Heimat Pakistan. Es ist wichtig, dass diese Länder anerkennen, dass sie abhängig sind von vielen Staatsbürgern, die im Ausland arbeiten, weil sie zu Hause keine Arbeit finden. Die Herkunftsländer müssen sicherstellen, dass der Weg in die Arbeitsmigration, den sie ihren Leuten öffnen, auch geschützt wird. Die nepalesischen Wanderarbeiter haben auch in der Heimat keine Lobby. Jaimangal Prasad und Vijay Jaiswal haben deshalb ein Netzwerk gegründet. Die beiden Rechtsanwälte arbeiten unentgeltlich, vor allem für Mandanten, die im Ausland Opfer eines Arbeitsunfalls geworden sind. Ich habe einen Fall. Nach 1,5 Monaten schon hatte er einen Arbeitsunfall und verlor fast sein Bein. Die Firma hat das nicht groß gekümmert, denn es hätte zu viel Geld gekostet, ihn so behandeln und operieren zu lassen, dass er wieder ganz gesund wird. Die Firma wollte nur ein bisschen bezahlen, um aus der Sache rauszukommen. Eine Baustelle im Zentrum der 2-Millionen-Stadt Kathmandu. Die Anwälte haben erfahren, dass ihr Mandant, der in Katar verunglückt ist, sich hier aufhält. Sie haben einen Arzt mitgebracht. Er will sich das Bein an Ort und Stelle ansehen. Und sie erfahren, dass der Fall noch viel schlimmer ist als erwartet. Panchan Das Tatma lebt auf der Baustelle, weil Freunde dort arbeiten und ihm Quartier angeboten haben. Er ist gut vorbereitet auf den Besuch, trägt alle Dokumente bei sich. Eine Krankengeschichte in schaurigen Fotos und Röntgenbildern. Er braucht eine weitere Operation, weil der Bruch nicht richtig verheilt ist. Obwohl der Knochen an einigen Stellen zusammengewachsen ist, gibt es noch viele Risse. Und deshalb ist das Risiko groß, dass er sich den Knochen wieder bricht. Er wird sein Bein nicht mehr belasten können wie früher. Alles wegen eines unverschuldeten Unfalls in Katar. Wir sind mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Wir waren 8 Landsleute. Alle wurden verletzt, aber keiner so schwer wie ich. Im Gesicht und vor allem das Bein. Die Firma zahlte nichts. Keinen Lohn, kein Essen. Sie haben mich rausgeworfen. Panchan Das Tatma musste betteln in Katar. Freunde haben Geld gesammelt, damit er wenigstens zurückfliegen konnte nach Nepal. Die Firma behauptet auf unsere Nachfrage, man hätte eine Entschädigung bezahlt. Die Bitte um ein Interview lehnt sie ab. In diesem Verschlag lebt er, zusammen mit 3 Bauarbeitern. Er schläft schlecht wegen der Schmerzen. Die Tabletten aus Katar sind längst aufgebraucht. Der Arzt verspricht, neue zu besorgen. Und die Anwälte wollen ihm zu der Entschädigung verhelfen, auf die er Anspruch hat. Aber mit mehr als 1.000 Euro wird er nicht rechnen können. Ein Vater von 2 Kindern, der in Katar zum Krüppel wurde. Viele Wanderarbeiter wissen nicht, dass sie im Schadensfall Anspruch auf Entschädigung haben. PNCC, eine Nichtregierungsorganisation für Nepalesen im Ausland, will ihnen dazu verhelfen. Hier treffen wir Namraz Kaki wieder, den Bruder des jungen Mannes, der in Saudi-Arabien starb. Und auf dessen Leichnam die Familie seit 4 Monaten wartet. Namraz weiß nicht, wo der tote Bruder sich befindet, ob die Familie ihn je zurückbekommen wird. PNCC ist gut vernetzt, aber sie brauchen die Passnummer des Toten. Namraz telefoniert nach Hause, erfährt die Nummer und innerhalb weniger Minuten machen die Mitarbeiterinnen die Firma ausfindig, telefonieren mit der nepalesischen Botschaft und erfahren, in welchem saudischen Kühlhaus Namraz Bruder liegt. Unsere oberste Priorität ist, den Leichnam nach Nepal zu bringen. Wir haben eine Anfrage an die Konsularabteilung gerichtet und wir koordinieren uns mit der Botschaft. Manchmal sind die Firmen nicht kooperativ. Sie verzögern den Transport der Leiche und überlassen alles der Botschaft. In einem solchen Fall kontaktieren wir die Botschaft und veranlassen die Firma, dass sie die Botschaft aufsucht, um den Prozess in Gang zu bringen.
Was alle hier noch nicht wissen, es wird weitere 3 Monate dauern, bis der Leichnam endlich in Nepal ankommt. Die Familie wird den Transport und die Beerdigung selbst bezahlen. Sie wird keine staatliche Hilfe bekommen. Keine Entschädigung, kein Geld aus dem Wohlfahrtsfonds, in den jeder nepalesische Wanderarbeiter einbezahlt hat. Trotz des Schicksals seines Bruders, auch Namras will weg. Nicht in die Golfstaaten, wegen der Sache mit meinem Bruder. Aber wenn ich aus anderen Ländern ein Angebot bekäme, würde ich es nehmen. Korea wäre gut. Taxifahrer in Katar verdienen ungefähr das Dreifache der Bauarbeiter. Damba Rai hat in Nepal den Führerschein gemacht, um in Katar diesen höher qualifizierten Job zu bekommen und damit ein besseres Quartier. Innen dürfen wir allerdings auch hier nicht filmen. Unsere Unterkunft ist in Ordnung. Alles ist gut. Nette Sicherheitsleute, alles, Wasser, Strom, Klimaanlagen. Ich kann mich nicht beklagen. Alle Fahrer sind zufrieden. Es gibt eine neue Unterkunft mit 4 Personen pro Zimmer. Aber bei uns sind wir zu 6. Wenn wir essen wollen, gibt es 3 Kantinen. Das Menü orientiert sich an der Heimat der Angestellten. Muslime haben sogar eine eigene Moschee. Hindus wie Rai versammeln sich zum Beten im Park. Einige von Rais Kollegen sind Anfang des Jahres umgezogen. Nach Labour City, in Dohas Musterstadt für bis zu 100.000 Arbeiter. Ein Ort, den Katars Regierung gerne vorführt. Die Wohnblocks sind alle ungefähr baugleich und werden nach und nach bezogen. Die Zimmer sind standardisiert, 24 Quadratmeter für 4 Personen. Das soll irgendwann landesweit üblich werden. Die 4, die hier wohnen, sind gerade arbeiten. Hier ist nichts privat. Sind ja alles Männer, keine Frauen. Das Zusammenleben der Männer ist penibel geregelt. Jeder Wohnblock hat einen eigenen Manager, der auf Einhaltung dieser Regeln achtet. Ganz anders die Unterkünfte, die Amnesty International besucht hat. Journalisten haben hier keinen Zutritt. Wer dennoch filmt, riskiert eine Festnahme. Für die meisten Arbeiter sind solche Quartiere Realität. 1,7 Millionen ausländische Arbeitskräfte leben derzeit in Katar. Maximal 100.000 von ihnen können in der Vorzeigestadt unterkommen. In der Regel Angestellte internationaler Firmen. Auch die Arbeiter von Hochtief wohnen in Labour City. Für unsere Tätigkeiten hier haben wir uns Regelungen und Standards gegeben, mit denen wir wichtige Themen behandeln, wie zum Beispiel den Standard, wie wir die Mitarbeiter unterbringen wollen, Vertragsbedingungen und solche Art Dinge. Jede Firma entscheidet selbst, ob sie ihre Arbeiter ausbeuten oder menschenwürdig behandeln will. Sogar Unternehmen, die sich nichts vorzuwerfen haben, sind aber zurückhaltend mit Interviews. Wer in Katar Geschäfte machen will, kritisiert nicht gleichzeitig die Gesetze. Die Generalsekretärin des Internationalen Gewerkschaftsbundes nennt das eine Verschwörung des Schweigens. Die Welt macht Geschäfte in einem Sklavenstaat. Regierungen machen Geschäfte und treffen außenpolitische Vereinbarungen, Investitionsvereinbarungen mit Katar und ähnlichen Staaten. Und natürlich machen Firmen dort Geschäfte. Wir sagen den Firmen jeden Tag, wenn ihr nicht durch ein Gesetz gebunden seid, dann könnt ihr Arbeiter überall auf der Welt so behandeln wie in Europa. Ihr habt es selbst in der Hand.
Anywhere you operate in the world, it's in your hands. Es gibt sogar einen wirtschaftlichen Nutzen. Denn wenn Arbeiter schlecht behandelt werden, nicht angemessen ausgebildet sind, wenn sie Hunger haben und schlecht schlafen, wenn sie unglücklich sind, dann machen sie keine gute Arbeit. Ich habe mit Firmen gesprochen, die ihre Leute selbst ausbilden, denn die arbeiten schneller. Und Schnelligkeit ist entscheidend in einem Land, das den architektonischen Superlativen der Golfnachbarn nacheifert. Wolkenkratzer aus dem Wüstensand. Gebaut von ausländischen Arbeitern. Zwischen 2004 und 2009, als viele Leute kamen, hat sich die Bevölkerung hier verdreifacht. Ich denke nicht, dass wir irgendwo in der Welt ein vergleichbares Wachstum haben. Stellen Sie sich vor, Deutschlands Einwohnerzahl würde sich in 5 Jahren verdreifachen, was das bedeuten würde. Es gibt kein anderes Land, in dem 10% Staatsbürger sind und 90% nicht. Quasi über Nacht wurden Katars Bürger von Perlentauchern zu Großverdienern und zur Minderheit im eigenen Land. Parallel dazu entwickelte die Regierung Gesetze, die Migranten als Menschen zweiter Klasse einstuften. Zeit umzudenken. Und tatsächlich, das Arbeitsgesetz wurde reformiert. Es gibt Leute hier, die verstanden haben. Sie sorgen sich um die Situation der Arbeitsmigranten. Und wir schätzen es, dass Katar uns offen ins Land einlädt, damit wir die Zustände untersuchen und sogar kritisieren. Die Regierung hat auf höchster Ebene erklärt, dass sie die Situation mit uns aufklären will. Der immense internationale Druck hat Folgen. Der Staat kontrolliert die Sicherheit auf den Baustellen, fordert bessere Unterkünfte und eine Krankenversicherung für jeden Arbeiter. Die Regierung hat vor einem Jahr ein Kommunikationsbüro für die gestiegenen Medienanfragen eingerichtet, ist aber selten zu Interviews bereit. Wir haben über Monate angefragt und wurden immer weiter hingehalten. Noch nicht einmal ein schriftliches Statement war zu bekommen. Für Kataris ist die Situation der Arbeitsmigranten eine fremde Welt. Noch nicht einmal in der Moschee begegnen sie sich. Staatsbürger beten nicht hier, sondern in eigenen Wohnvierteln. Auch im restaurierten Stadtzentrum von Doha mischen sich nur die Gruppen, die sich die Preise leisten können. Bauarbeiter sind nicht dabei. Katars Jugend schaut sorglos in die Zukunft. Wenige interessieren sich für diejenigen, die den Luxus möglich machen. Die Arbeiter selbst achten nicht darauf, wie sie leben. In manchen Unterkünften kümmern sich die Leute nicht um Sauberkeit oder Ordnung. Ich habe diese Orte gesehen. Dabei bietet die Regierung ihnen alles. Sicherheitsdienste, Essen, eigene Kliniken. Aber wenn ein Mensch sich nicht um sich selbst kümmert, wie soll ihm ein anderer helfen? Now it's become Inzwischen ist eine Art Partnerschaft entstanden. Kleine Schritte werden unternommen, die dafür sorgen, dass die Barrieren innerhalb der Gesellschaft langsam verschwinden. Bei der Überwindung dieser Barrieren spielen Migranten eine Rolle, die selbst den Aufstieg geschafft haben. Wir haben eine Studentenorganisation gegründet. Ich stamme aus Bangladesch und spreche die Sprache vieler Arbeiter. Wir informieren sie über ihre Rechte und erklären ihnen die Technik, etwa wie ein Bankautomat funktioniert, damit sie nicht ihre Karte und die Geheimnummer einem anderen geben, der für sie Geld abhebt. Das neue Arbeitsgesetz schreibt vor, dass der Lohn nicht bar, sondern per Banküberweisung gezahlt werden muss. Der größte Teil des Lohns geht in die Heimatländer. Dafür kassieren Geldtransferfirmen Gebühren von bis zu 10%. Katars Telefongesellschaft hat nun einen Dienst eingerichtet, der Überweisungen per Mobiltelefon ermöglicht, wenn man weiß, wie das geht. Freitag, Wochenende in Katar, auch für einen Großteil der Arbeiter. Aber nur wer sich die Fahrt in die Stadt leisten kann, geht hier spazieren.
Damba Rai versucht, seine Frau zu erreichen. Erfolglos. Im Heimatdorf ist mal wieder der Strom abgeschaltet. Seine 4-jährige Tochter hat er nur als Baby gesehen. Seither nicht mehr. Er hofft auf die Zukunft. Ich werde zu Hause ein kleines Geschäft aufbauen. Vielleicht ein Hotel. Mal sehen. Ich bleibe noch 1 oder 2 Jahre im Ausland. Länger nicht. Geld verdienen für ein Kind, das ohne Vater aufwächst. Mir fehlt meine Familie sehr. Wenn ich dieses Wasser sehe, erinnere ich mich an meine Heimat. Wir haben dort kleine Flüsse. Ich kann mir die Natur richtig vorstellen. Wenn wir nur zusammen wären, das wäre wunderbar. Hier fühle ich mich einsam und verloren. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich bin. Sogar die Erfolgsgeschichten bedeuten 30 Jahre fern von der Familie. Du hast viel erreicht, hast deinen Kindern ein Studium finanziert. Deine Tochter ist Ärztin, dein Sohn Ingenieur. Das ist fantastisch. Das hättest du sonst nie geschafft. Aber sie sind ohne dich aufgewachsen. Du hast dich von ihnen entfremdet. Auf einer menschlichen Ebene finde ich das traurig. Die Provinz Sindh-Bhopal-Chok war vor mehr als einem Jahr das Epizentrum des Erdbebens. Hier wurden rund 80% der Häuser zerstört oder schwer beschädigt. Wenig ist wieder aufgebaut. Die Männer fehlen. Die großen Hilfsorganisationen haben sich längst verabschiedet. Amut ist geblieben, eine indische Organisation, die Hilfe zur Selbsthilfe anbietet. Etwa einen Nähkurs im Dörfchen Tekanpur. Die Frauen sollen von ihrer Arbeit leben können. Unter ihnen ist Dhruba Kumari Basnet. Sie hofft, dass ihre Aussicht auf Einkommen ihren Sohn davon abhält, schon wieder Arbeit im Ausland zu suchen. Deven ist gerade aus Katar zurückgekehrt. Er hat sich verschuldet, wurde reingelegt von einem Vermittler aus der Nachbarschaft, der ihm einen hohen Lohn und eine gute Arbeit versprochen hat. Stattdessen hat er 16 Stunden am Tag arbeiten müssen, für weniger als 200 € im Monat. Die ersten 3 Monate habe ich nichts von ihm gehört. Ich habe schon gedacht, er ist tot. Dabei hat er nur nicht telefonieren dürfen. Jetzt ist er zu Hause, ihr Sohn Deven, hilft ein wenig mit und hat seinen letzten Auslandsaufenthalt noch nicht so ganz verarbeitet. Ich habe in der ganzen Zeit nur 2.000 $ verdient, in 2 Jahren. Ich hatte mir aber vorher 1.500 geliehen, um den Vermittler zu bezahlen. 500 brauchte ich fürs Rückflugticket. Es blieb nichts übrig. Die Familie hätte das Geld gebrauchen können. Sie hat fast ihr ganzes Land und das Vieh verloren durch eine weitere Naturkatastrophe. Ein Erdrutsch hat mehrere Häuser verschüttet. 13 Verwandte starben. Deven berät sich mit Devati Shrestha von Amut. Aber hier in Nepal findet er keinen Job. Er will wieder ins Ausland gehen, diesmal nach Dubai. Dort sei es besser als in Katar, haben ihm Freunde erzählt. Die Frauen werden hier bleiben, die wenige Landwirtschaft betreiben, die Kinder großziehen und sich vielleicht ein bisschen Geld dazu verdienen. Sie haben eine Kooperative gegründet, 56 Mitglieder. Jedes zahlt pro Monat $1 ein für gemeinsame Projekte. Amut unterstützt sie mit Geräten für die Produktion von Kartoffelchips. Fast ein wenig skurril, aber Muster dafür, wie kleine Hilfen wirken können. Auch Nepalesen lieben Kartoffelchips, können sich teure Ware aus dem Ausland aber nicht leisten.
Die Frauen pflanzen ohnehin Kartoffeln, also machen sie jetzt Chips daraus. Es ist nur ein kleines Beispiel, wie ein Markt entstehen kann, eine lokale Wirtschaft. Solche Projekte braucht es, um zu verhindern, dass Nepalesen nur im Ausland Geld verdienen können. Dass sie dort ihr Leben und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen und sich vorher verschulden. Für die Frauen in Tekhanpur ist diese Investition in die eigene Zukunft ein Grund zu feiern. If there was investment, Wenn in den Entwicklungsländern investiert würde, gäbe es überall anständige Arbeit. Dann wären die Migranten weniger anfällig dafür, ausgebeutet zu werden in Ländern wie in den Golfstaaten. Die Weltmeisterschaft kommt und geht und mit ihr das Interesse der Welt. Katars Regierung sollte ihre Aufmerksamkeit auf künftige Einwanderungsströme richten. Es geht nicht nur darum, die internationale Gemeinschaft zufriedenzustellen. Es ist eine Chance für Katar, zum Wegbereiter zu werden in Sachen Menschenrechte. In einem Teil der Welt, in dem sie sehr wenig gelten. Eine Chance, nicht nur Kritik, auf die Katar reagieren muss. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 rückt Katar in den Fokus. Der internationale Druck sorgt für erste Veränderungen. In vielen anderen Ländern, nicht nur am Persischen Golf, sind die Zustände weiterhin menschenunwürdig. 215 Millionen Wanderarbeiter würden zusammengenommen die 5. größte Nation der Erde ausmachen. Eine Stimme haben sie nicht.